Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Schauen wir in die kollektive Tagesenergie oder in eine Botschaft. Was soll uns gesagt werden? Was dürfen wir beachten? So, wir haben hier eine Situation, wo wir vielleicht nicht über unsere Grenzen kommen, wo wir uns wie eingesperrt fühlen, wo sich auch etwas nicht so frei entfalten kann, wie es gerne würde. Es sind Grenzen oder man kommt an seine Grenzen, vielleicht auch Stillstand. Irgendwo kann ein Gefühl nicht so gezeigt werden oder möglicherweise fühlt man sich auch im Rückzug oder allein zu zweit. Etwas ist kränkelnd oder fühlt sich kränkelnd an. Man hat irgendwie keine richtige Energie, es gibt irgendwo Durststrecken. Es mangelt so ein bisschen am Antrieb. Die Sachen, die hier sind, die können hier in kurzer Zeit behoben werden. Das ist keine Zeitangabe, die ewig dauert. Und hier kann auch sein, dass mal Gegenstände nicht so richtig funktionieren oder kaputt gehen. Ja, hier haben wir die Qualität von dem reichen Mädchen. Es kann hier tatsächlich so eine Transformationsphase anzeigen, wo man aus einer Situation, bei der man nicht weiterkam oder sich ausgebremst gefühlt hat, tatsächlich wieder in diese Werte kommt, die man hat, wo man sich wohlfühlt, wo Sinnlichkeit ist, ne? Wo nicht dieses Eingesperrtsein ist, wo auch keine Leichtsinnigkeit oder kein oberflächliches Dasein ist, sondern dieses Gefühl von, mein Leben bereichert mich, ich fühle mich wohl, wie alles ist. Es kann ja auch eine Person sein, die hier sehr auflösend mitwirkt. Es kann ja auch um die eigenen Kinder gehen, hier Tochter zum Beispiel oder Freundinnen. Das sind mir zu viele. Ja, man macht sich hier ein bisschen Sorgen, vielleicht auch zu viele Sorgen. Man hat diese Situation, dass man vielleicht auch überlegt, dass man aus diesem Gefängnis oder der Mauer nicht rauskommt. Das sehe ich nicht, das ist die kurze Auflösung dabei. Man ist viel im Kopf unterwegs, man zweifelt. Man hat vielleicht Hindernisse, die man sich im Gedanken viel größer macht, als sie in Wirklichkeit sind. Oder man hat das Gefühl, Hindernisse sind nicht leicht zu überwinden. Es kann ja auch so Sachen sein, können hier so Sachen sein wie Schwierigkeiten aus der Vergangenheit oder aber auch tatsächliche Vertrauensbrüche, die passiert sind. Jedenfalls stellt man das alles sehr in den Fokus. Mit der Militärperson hier sieht man tatsächlich aber auch, dass eine Situation korrekt und zuverlässig und gewissenhaft erledigt werden kann. Für einige kann es vielleicht auch um Dinge gehen, die mit den Ämtern oder Behörden zu tun haben. Für alle Singles, hier kommt ein Mensch, der gut zu euch passen würde. Sowas wie ein Liebhaber. Kann aber natürlich auch sein, dass die
die Situation, die hier liegt, auch durch sowas entstanden ist. Ne? Das sind mir viel zu viele. Man macht sich hier auf den Weg, auf einen längeren Weg, bei dem man auf die längere Zeit Optionen nutzen kann. Wie gesagt, dieses Ding, es wird etwas korrekt abgewickelt, ist hier sehr wichtig. Also man nimmt nichts Kränkelndes auch mit. Das ist trotzdem auch die Geduldskarte, also man erreicht hier etwas, aber es ist eben ein Zeitraum, bei dem man länger mit beschäftigt ist, aber trotzdem gute Ergebnisse hat. Das heißt, man braucht hier ein bisschen längeren Atem und wir sind hier unten sehr mit unseren Hoffnungen und Wünschen und Sehnsüchten konfrontiert und diese Phase dient wahrscheinlich dazu, dass wir gucken können, was sind denn meine Träume machbar, was muss ich investieren, um mich wieder wohl zu fühlen. Schauen wir ein bisschen weiter mit den Lennys, es ist sehr spannend. Hier kommt der Erfolg und die Sicherheit auf jeden Fall, aber ich habe hier einfach, dass es ein Prozess ist, der etwas länger dauert, der herausfordernd sein kann. Was wir hier im Kurzen klären, bringen wir hier natürlich korrekt auf den anderen Weg und natürlich auch mit diesem Gefühl, wie komme ich auf längere Zeit in einen guten, sicheren Zustand für mich. Ja, klar. Das Schicksal mischt sich ein. Es gibt eine Aufgabe, es gibt etwas, das wir vielleicht schon seit den Kindertagen mit rumschleppen, das uns hier nicht frei macht. Und trotzdem habe ich auf dem längeren Weg einen Neubeginn, der mit Sicherheit kommt und wo auch viele neue Türen aufgehen, die dann in die Länge auch wieder wirken oder auf die längere Zeit. Wie gesagt, bei dem, was sich hier auftut, kann man gut überprüfen, ob es tatsächlich machbar ist oder ob es, manche Dinge entwickeln sich als schwieriger als gedacht, wenn man irgendwelche Träume umsetzt. Also da darf man schon gucken, was investiere ich und wo bringt es mich hin und hat etwas, was ich umsetzen will, auch genug Bodenhaftung. Wir nehmen mal noch eine Rune mit, würde mich hier heute sehr interessieren. Welche Rune geht hier mit? Es geht um harmonische Beziehungen, Vertrauen in andere Menschen. Das ist hier, ne, wo Vertrauensbrüche auch sein können. Oder wo man über diese Grenze von der Vergangenheit auch nicht drüber kommt. Hier findet sozusagen eine größere Entwicklung statt, ein Fortschritt, eine Bewegung. Wenn die Rune kommt, dann fördert sie heilsame Beziehungen. Und es geht vielleicht auch darum, seinen Platz zu finden, ne? Wo bin ich, wo tut es mir gut? Deshalb liegt hier auch der lange Weg mit dabei. Also es ist eine Sache, die ist nicht schnell erledigt, sondern die braucht etwas Geduld, bis sie auf längere Zeit auch Erträge bringt. Die Rune bringt hier auf allen Ebenen das zusammen, was zusammengehört. Es kann ja auch im Bereich der Liebe sein, ne? Dass da ein neuer Mensch kommt. Hier hat man in der nächsten Zeit vielleicht auch sehr viele Begegnungen mit Tieren, hier Wildtiere oder auch das Krafttier. Ne? Und mit dem Pferd auf dieser Rune habt ihr auch dieses Ding von, das Pferd trägt Lasten, ne? Es hilft dem Menschen, es
nimmt ihm Arbeit ab. Und die Rune fördert an sich die Beweglichkeit. Wir haben ja hier das Eingesperrtsein oder das nicht über die Grenze kommen. Hier ist auch die geistige Beweglichkeit mit drin, ne? Also man kann im Kopf, da wo hier sehr viel Negativität in den Vordergrund gestellt wird, tatsächlich eine andere Bewegung reinkriegen, sozusagen einen Neubeginn starten. Und hier ist auch dieses Ding, dass man neue Abenteuer beginnt, dass man neue Mitmenschen kennenlernt und dass sich der Kreis irgendwie auch ändert. Ein bisschen wie ein neuer Lebenszyklus, der rausführt in die Freiheit und nicht in dem Eingesperrtsein hier verhaftet ist. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch. Bis morgen.